Hallo, hier ist Meini. In diesem Video geht es heute um Profiteroles, also um Windbeutel. Ich zeige euch, wie ihr diesen großen Windbeutel und diese kleinen Windbeutel klassisch und richtig zubereiten könnt. Außerdem zeige ich euch, wie ihr diesen knusprigen Windbeutel, auch Craquelin genannt, ebenfalls richtig zubereiten könnt. Viel Spaß dabei! Das Grundrezept der Brandmasse zeige ich euch im Schnelldurchlauf mit dem Hinweis, dass ihr das vollständige Video in dem oben eingeblendeten Link bzw. in den Kommentaren findet. Wir geben Milch oder Wasser, Butter, Salz und Zucker in einen Topf und stellen das Ganze auf den Herd. Sobald es zu köcheln beginnt, geben wir das ganze Mehl rein und verrühren es ganz schnell zu einer glatten Masse. Nach wenigen Augenblicken bildet sich ein Belag auf dem Topfboden. Dann noch einen Moment weiter rösten sozusagen, in einen flachen Behälter geben und im Kühlschrank abkühlen lassen. Danach kommen die Eier drunter, schön glatt rühren und in einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle füllen. Viele Leute spritzen die Windbeutel im Kreis, als sogenannte Rosette. Entweder nur eine Schicht oder eine zweite Schicht obendrauf sozusagen. Oder eben die größere Variante, die ihr alle aus den Bäckereien kennt. In der Kochlehre habe ich aber gelernt, dass die richtigen Konditoren die Windbeutel so spritzen. Einfach Druck aufbauen, an derselben Stelle bleiben, den Druck wieder loslassen sozusagen und gleichmäßig große Windbeutel spritzen, die ich persönlich am Ende gerne nochmal vorsichtig mit Eigelb bestreiche. Für die knusprigen Windbeutel gebe ich weiche Butter, Zucker, manche verwenden braunen Zucker und Mehl in eine Schüssel und verknete sie zu einem gleichmäßigen Teig. Das Ganze wird dann zwischen zwei Folien oder Backpapieren gleichmäßig dünn ausgerollt und gekühlt, damit die Butter wieder hart wird. Dann werden daraus runde Stücke gestochen und auf die Windbeutel draufgesetzt. Die Windbeutel backe ich je nach Größe 25 bis 35 Minuten bei 175 Grad Heißluft. So sehen die normalen Windbeutel und so sehen die knusprigen Windbeutel gebacken aus. Natürlich könnt ihr auf dieselbe Weise zum Beispiel knusprige Eclairs machen. Wie man Eclairs macht, habe ich euch bereits gezeigt. Dieser schöne Crunch von oben hält übrigens leider nicht über Nacht. Genau wie bei den Eclairs könnt ihr die Windbeutel aufschneiden oder unaufgeschnitten befüllen. Ob ihr es richtig deftig mit einer italienischen Buttercreme und Früchten versuchen wollt oder doch lieber mit Sahne und Beeren oder so wie ich mit Creme Pâtissier, das liegt ganz allein bei euch. Als Füllung kann man auch die französische Buttercreme verwenden, die ich in meinem nächsten Video bei der französischen Hochzeitstorte verwenden werde. Viel Spaß dabei!